Ja, herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion über rechte Hochburgen in West- und Ostdeutschland. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und ich begrüße auch diejenigen, die jetzt am Podcast zuhören, zu einem Thema, das irgendwie ja eigentlich nach der alten Bonner Republik klingt. Hochburgen, das war eigentlich mal, könnte man vermuten. Hochburgen, das klingt nach Zeiten, wo die CDU in katholischen Wahlkreisen 60-70% geholt hat, in Vechta, in Cloppenburg, irgendwo im tiefen Bayern oder die SPD beispielsweise im Ruhrgebiet groß dominiert hat. Und das scheint irgendwie passé zu sein. Heute haben wir eigentlich doch Wahlergebnisse, die sich stärker angleichen, die schwanken, die volatil geworden sind durch die ganzen Wechselwähler. Zudem, wenn wir Wahlen analysieren, findet man meistens Analysen, die sozialstrukturell sind. Die gucken, wie Frauen und Männer wählen, wie Arbeiter, Arbeitslose oder Selbstständige wählen. Die gucken, wie in Ostdeutschland oder Westdeutschland gewählt wird, aber weniger auf einzelne Wahlkreise schauen. Und ich finde, es ist eine gute Idee, dieses Thema jetzt nochmal neu zu diskutieren, weil was wir feststellen können, ist ja, dass sich tatsächlich wieder neu Hochburgen formieren, dass die Differenzen stark werden und das auch gerade mit dem Rechtsruck zu tun hat. Und da ist natürlich erst einmal die Vermutung, dass die Hochburgen der Rechten irgendwo im Dunkel Deutschlands, Ostdeutschland liegen. Von den Wahlergebnissen her, klar, haben wir tatsächlich die höchsten Wahlergebnisse in Sachsen, in Orten, wo die AfD mittlerweile bei 45% ist. Orte wie beispielsweise Görlitz, das Erzgebirge, Bautzen oder Meißen. Und man kann umgekehrt auch fragen, also wo ist sie gerade besonders schwach und wie hängt das Ganze eigentlich zusammen? Für uns Historiker ist die interessante Frage, welche langen Kontinuitäten können wir eigentlich hier ausmachen? Inwieweit ist das etwas, was sich über Jahrzehnte, vielleicht über das 20. Jahrhundert gefestigt hat? Oder gibt es hier eine Verschiebung? Und gerade in Ostdeutschland natürlich auch besonders spannend die Frage, wie kann eigentlich nach der langen Zeit der DDR sich hier etwas wieder verfestigen, wo immer die Annahme war, die Ostdeutschen, die wählen mal so, mal so. Da gibt es nicht diese Wählertradition. Und dafür haben wir hier zum Glück hier Expertinnen gewonnen, die auch sehr vielfältig und unterschiedlich zu diesen Themen gearbeitet haben. Und das ist zum einen Sabine Volk, die viel über rechten Protest, über Pegida gearbeitet hat, in diesem Feld auch promoviert hat, die Mitarbeiterin ist in Tübingen beim Institut für die Erforschung des Rechtsextremismus und die jetzt gerade eben zur Mobilisierung in Genderfragen eben auch bei der translokalen Rechten in Europa forscht. Und zudem haben wir Gideon Botsch hier, sicherlich der bekannteste unter den WissenschaftlerInnen, die sich mit der Rechtsextremismusforschung beschäftigen und ihrer Geschichte, muss man sagen, der mit vielfältigen Büchern und Publikationen zu dem Thema aufgetreten ist. Und das ist, was ich besonders spannend finde, eben wirklich auch in sehr, sehr langen Linien, zwar in der Politikwissenschaft hier tätig, Leiterin Gumbel-Forschungsstelle am Moses-Mendelssohn-Institut in Potsdam, aber eben auch mit vielen historischen Verbindungen und mit dem ich zusammen ja das erwähnte große Forschungsprojekt zur radikalen Rechten in Deutschland auch leite. Ich würde mal anfangen in der Diskussion mit der ganz naheliegenden Frage, was ist eigentlich eine rechte Hochburg? Denn es klingt so banal, aber wir können ja das sehr unterschiedlich fassen. Also reden wir eigentlich davon, über Orte, an denen die Wahlergebnisse besonders hoch sind, oder reden wir über Aktivistinnenzentren von den Rechten? Frau Volk, wie würden Sie das fassen? Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich freue mich, dass alles geschafft haben. Ich bin zum Glück gestern aus Tübingen angereist. Wurde evakuiert, aber dann hat alles geklappt. Ja, was ist eine rechte Hochburg? Einem fallen immer viele Namen ein von bestimmten Orten, vor allem in Ostdeutschland, vor allem in Sachsen und Thüringen. Aber klar, gerade aus wissenschaftlicher Perspektive sollten wir das ein bisschen mehr so auseinanderklamüsern und schauen, welche Ebenen schauen wir uns eigentlich an. Und wir am Institut für Rechtsextremismusforschung in Tübingen, dem sogenannten IREX, wir plädieren für wir nennen das eine Mehrebenenanalyse zur Erfassung, was ist eine rechte Hochburg. Ja, also die erste Ebene wäre ganz einfach mal zu schauen, wie sind eigentlich die Einstellungen verteilt, rechtsextreme Einstellungen, etwa jetzt in Deutschland oder in anderen Kontexten. Und wir sind im deutschen Kontext sehr ganz gut aufgestellt mit der Einstellungsforschung. Also
wir haben ja sowieso internationale Einstellungsstudien. In Deutschland haben wir 2 große und ich bin mir sicher, die meisten von Ihnen werden die kennen, die Mitte-Studie und auch die Leipziger Autoritarismus-Studie, ne, die jeweils in 2 Jahreszyklen rechtsextreme Einstellungen, rassistische, antisemitische Einstellungen erheben, aber seit Neuestem auch Einstellungen zum Thema Antifeminismus, Sexismus, Misogynie etc. Und da sehen wir dann so regional unterschiedliche Einstellungsmuster, zum Beispiel im Kontext von Antifeminismus und hostilem Sexismus sehen wir zum Beispiel, das zeigt die Leipziger Autoritarismus-Studie von letzten Jahr, höhere Zustimmungswerte in Ostdeutschland. Also das würde so ein bisschen unsere These, diese Grundthese so ein bisschen bestätigen, dass Ostdeutschland in gewisser Weise als rechte Hochburg konzeptualisiert werden kann. Aber dann sind Einstellungen natürlich auch nicht genug und als nächstes, also aus wirklich so politikwissenschaftlicher Sicht würden wir auf die Wahlergebnisse schauen, auch sehr naheliegend, ne, wo erreichen rechtsextreme Parteien und momentan besonders die AfD hohe Ergebnisse. Und da sehen wir schon ein bisschen differenzierter. Ne? Das ist klar, gibt es die größten Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland und Frank Bösch hatte einige schon genannt. Aber es gibt eben in Westdeutschland auch viele Gegenden, sowohl in ländlichen, aber auch in städtischen Gebieten, auf städtischer Ebene, dann oft so in bestimmten Stadtteilen. Da gibt es auch extrem hohe Wahlergebnisse für die AfD. Später möchte ich ein bisschen mehr zum Thema Pforzheim sagen, so die rechte Hochburg im Kontext Südwestdeutschland. Also wenn wir in Baden-Württemberg an rechte Hochburgen denken, dann kommt ganz oft das Stichwort Pforzheim. Aber dazu vielleicht später noch mal was. Gleichzeitig würden wir jetzt sagen, und also ich habe so einen Hintergrund in Bewegungsforschung, Protestforschung und würde deswegen auch immer betonen, dass Einstellungen und Wahlverhalten ist eben auch noch nicht genug. Es gibt eine rechte Hochburg, ist auch ausgemacht durch rechte Protestaktivitäten, zum Beispiel Demonstrationen oder die sogenannten Mahnwachen oder Aufmärsche. Und es gibt viele Orte in Deutschland, wo es sehr viel rechte Protestaktivitäten gibt, rechte Netzwerke, aktivistische Vereinigungen. Da ist etwa Dresden sicherlich zu nennen. Also klar, ich habe so ein bisschen so Dresden-Bias, weil ich zum Thema Pegida promoviert habe und da zeitlang in Dresden war. Weil wir sehen in Dresden eine hohe Protestaktivität in ganz Ost- und Südsachsen, auch während der Corona-Pandemie. Also diese Protestebene ist eine weitere Ebene der rechten Hochburg. Und ein letzter Punkt, wenn ich darf, was wir am IREX immer besonders betonen, ist, dass so Politik- und bewegungswissenschaftliche Perspektiven sind eben auch nicht genug, da die im Prinzip rein deskriptive Zahlen produzieren, gibt es viel rechte Aktivität, wo gibt es viel rechtsextreme Einstellungen. Und gleichzeitig müssen wir wahrscheinlich rechte Hochburgen produktiv auch von der Perspektive der Betroffenen von rechtsextremer Gewalt insbesondere, rechtsextremen Schmähungen und Diskriminierungen etc. denken. Und diese betroffenen Perspektive, also wo gibt es zum Beispiel Stadtteile oder Gegenden, wo sich eine Person, die die rassifiziert wird, die als queer oder links gelesen wird, wo kann sich so eine Person nicht mehr frei bewegen, ohne eben fürchten zu müssen, dass sie von extremen Rechten, die im Stadtbild, um dieses Wort zu benutzen, sichtbar sind. Wenn sich solche Personen nicht bewegen können, dann haben wir es ganz sicher mit einer rechten Hochburg zu tun, wo eben extrem rechte Ideen, Diskurse, Symboliken auch so in der Alltagskultur bereits verankert sind und es auch zu wenig Widerspruch gibt. Inwieweit deckt sich das eigentlich? Also kann es eine rechte Hochburg geben, wo die AfD vielleicht gar nicht ganz so stark ist, aber die Einstellungen besonders stark rassistisch sind oder Menschen besonders starke rassistische Erfahrungen machen? Gibt es da Beispiele? Hm. Ich glaube, da gibt es weniger Beispiele. Also das korreliert zum großen Teil schon, dass an Orten, wo sehr viel rechtsextreme Einstellungen sind, sehr viel AfD gewählt wird, dass es auch eine Tendenz zu mehr rechtsextremer Gewalt gibt. Aber wir sehen etwa einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Also es gibt mehr Gewalt gegen
verschiedene Minderheiten in Ost als in West. Wir sehen einen größeren, es gibt weniger Zusammenhang, denke ich, zwischen den Bewegungsakteuren und Einstellungen zum Beispiel. Also im Prinzip sind rassistische Einstellungen, auch antifeministische Einstellungen extrem weit verbreitet in der sogenannten Mitte der Gesellschaft überall und das zieht sich, es betrifft ganz Deutschland, aber es gibt eben nicht überall queerfeindliche Mobilisierungen zum Beispiel. Ja. Gideon, würdest du diese Umschreibung von rechten Hochburgen teilen oder hast du da noch andere Punkte? Oh je, jetzt dachte ich komme um die Frage rum, was eine rechte Hochburg ist. Es ist kein analytischer Begriff und ich glaube, als analytischer Begriff taugt er uns nicht viel. Er taucht in der Literatur immer wieder auf. Die Hochburg ist eigentlich die Wählerhochburg. Was heißt das? Das heißt, hier kann man sich einer Wählerschaft, auch einer Wählerinnenschaft, das ist nur eingeschränkt richtig, sicher sein. So, ich denke, das ist das, was immer den Begriff Hochburg ausgezeichnet hat in der Wahlforschung. Es ist ein problematischer Begriff, der uns nicht so viel taugt. Was ist eine Burg? Eine Burg ist eine Festung und eine Festung ist Schließung, ist Abschließung. Wenn ich die neuere Burgenforschung richtig verfolgt habe, dann betont sie heute mehr neben der der Rückzugsfunktion die Repräsentativfunktion der Burg. Die Burg steht da, weil sie Macht ausdrücken soll. Sie soll gar nicht unbedingt als Festungswerk fungieren. Ja, ist das so? Wann ist das so? Ich erinnere mich an eine ganz interessante Analyse des Aufstiegs der in der Zwischenzeit nicht mehr legalen griechischen rechtsextremen, man kann glaube ich sagen neonazistischen Partei Goldene Morgenröte, die ja eine Zeit lang einen ganz großen Erfolg hatte und die KollegInnen aus Griechenland, die sich das angeguckt hatten eine ganz interessante These dazu. Die sagten, es sind eigentlich 2 Schritte gewesen. Der erste war Building a Fortress. Building a Fortress in einem bestimmten Distrikt der griechischen Hauptstadt Athen, hat man sozusagen eine Hausmacht etabliert. Unter Anwendung von Gewalt, unter Anwendung von pogromartiger Gewalt, hat man da sozusagen sich Dominanz verschafft. Und auf dieser Grundlage war man dann in der Lage, sozusagen von der Burg aus ins Land hinaus zu strömen, um im Bild zu bleiben, und größere Wahlerfolge zu generieren. Und das waren eine Zeit lang wirklich erhebliche Wahlerfolge für eine Neonazi-Partei, schon ganz bemerkenswert. Also ich bin eigentlich ganz froh gewesen, dass die Frage an die Kollegin Volk ging. Jetzt ist sie mir doch wieder auf die Füße gefallen. Wir haben ja andere Begriffe, mit denen wir Regionalisierung, regionale Verankerung extrem rechter Akteure beschrieben haben in der Vergangenheit. Ich erinnere mich an eine Debatte, die sehr stark darum ging, gibt es national befreite Zonen? Ich komme auf den Begriff gleich nochmal zurück. Oder müssen wir von No-Go-Areas oder Angstzonen sprechen? Darauf hatten Sie gerade schon angesprochen, Frau Volk. Also was macht das eigentlich mit denen, die nicht ins Bild passen? Schwierige Debatte, weil wir natürlich auch sehen, dass gerade die Chance, Opfer einer rechtsextremen, antisemitischen oder rassistischen Gewalttat zu werden, gar nicht unbedingt höher ist in diesen Regionen. Also zynisch gesprochen mit Reinhard Grebe, der mal in seinem Brandenburg-Lied sang, stehen Nazis auf den Hügeln, finden keinen zum Verprügeln. Wo haben wir die höchste Fallaufkommen? Ich will das jetzt gar nicht auswalzen, weil es eigentlich natürlich auch zynisch ist. Ne? Aber das höchste Fallaufkommen haben wir in den Großstädten natürlich. Wo denn sonst? Da begegnet man sich und da finden die Angriffe statt. Und da ist es im Zweifel gefährlich, wenn Sie die Statistiken anschauen. Also es ist auch das ein schwieriger Begriff. Ich würde grundsätzlich 2 Dinge unterscheiden. Das eine sind sozusagen die Regionen, die ein höheres Maß an rechtsextremen Erscheinungsformen in der ganzen Bandbreite zwischen Gewalt, Aktionsformen, Aktivitäten, Protesten und anderen und Wahlantritten und dann auch Wahlzuspruch vereinen. Ne? Das ist nicht unbedingt immer deckungsgleich, das haben Sie ja auch schon gesagt. Und Projekten der Regionalisierung in der extremen Rechten. Und ich denke, beides sollten wir auseinanderhalten. Es gibt sozusagen den Versuch, räumlich Geltung sich zu verschaffen. Ich habe das Athener Beispiel genannt. Uns würden Beispiele in Deutschland auch einfallen, räumlich sich Geltung zu verschaffen. Und die beiden Dinge müssen wir unterscheiden. Es gibt auch sozusagen den Versuch, bestimmte Räume differenziert zu nutzen. Im rechtsextremen Eigenschriftum war mal die Rede von Rückzugsräumen und der Komplementärbegriff zum Rückzugsraum ist natürlich das Kampfgebiet. Nehmen Sie den NSU. Gelebt haben die Täter des NSU in Ostdeutschland. Sich versorgt haben sie in Ostdeutschland, alle Banküberfälle in Ostdeutschland.
Ihre Struktur hatten sie in Ostdeutschland, bis auf den Mord in Rostock, alle rassistischen Taten in der alten Bundesrepublik, in Westdeutschland. Das ist sozusagen so eine Anwendung des Prinzips Rückzugsraum, Aufstellungsraum, Kampfzone, ne? Also eigentlich eine militärische Begrifflichkeit. Auch das müssen wir mit im Blick halten. Schauen wir es historisch an, finde ich, sollten wir 2 Aspekte im Blick haben. Das eine ist der große Einschnitt der NPD, Wahlerfolge der 1960er. Das Überraschende daran ist, dass die bisher als Wahlhochburgen bezeichneten norddeutsch-protestantisch geprägten Regionen, wo sozusagen die Vorgängerparteien, die Sozialistische Reichspartei, die Deutsche Reichspartei, ihre großen Wahlerfolge hatten, Niedersachsen, die Hansestädte, auch Nordrhein-Westfalen teilweise, und natürlich Schleswig-Holstein, jetzt abgelöst werden oder im Prinzip die großen Wahlerfolge dann im Süden stattfinden. Insbesondere in Baden-Württemberg. Das ist der entscheidende Moment, wo die NPD wie keine andere deutsche Partei, die angetreten ist, plötzlich die Bevölkerung spiegelt. Ja? Also tatsächlich sozusagen am nächsten am Bevölkerungsschnitt dran ist, mit dem einen großen Unterschied. Frauen wählen die NPD weniger. Das hat sie wahrscheinlich den Einzug in den Bundestag gekostet. Das ist zumindest die These von Valerie Dubslav. Erste große Verschiebung, eine erlaubst mir noch. Die zweite ist natürlich die sozusagen der Wechsel in den Osten. Das ist ein längerer Prozess. Die Wahlerfolge in den frühen 90ern bis 1998 sind alle in Westdeutschland. In den Hansestädten und in Baden-Württemberg. Denken Sie an Villingen-Schwenning, die Republikaner, die überall sonst schon abgehalftert sind, ziehen da noch 2-mal in den Landtag ein. Ja? Erst mit den Wahlen 98 in Sachsen-Anhalt und 99 in Brandenburg beginnen Wahlerfolge in Ostdeutschland. Und das ist auch genau der Moment, wo Infrastruktur vom Westen in den Osten gelagert wird. Wo die NPD beispielsweise von Stuttgart nach Dresden zieht, um das prominenteste Beispiel zu nennen. Die Verlage dahin ziehen und so weiter. Also das sind 2 ganz wichtige Wandlungsprozesse, wenn Sie die Agency angucken. Ja, ich fange mal an bei dieser historischen Dimension und dann komme ich noch aufs Methodische. Also das eine ist ja, dass die rechten Hochburgen protestantisch geprägt waren. Du hast es eben angedeutet mit Himmelsrichtungen, aber ich mache es nochmal expliziter, denn auch in Bayern, auch in Baden-Württemberg war die NSDAP, aber war auch noch die NPD mit ihren großen Hochburgen in Franken, in Württemberg natürlich stark vertreten, in Nordhessen, natürlich in Niedersachsen und in den protestantischen Teilen von Nordrhein-Westfalen, aber besonders natürlich Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Und dieser Shift hin zum katholischen Milieu, das ist, glaube ich, etwas, was bei der NPD sich ja dann 68, 69 vor allen Dingen abzeichnet, aber vor allen Dingen die AfD ja auch auszeichnet. Also wie kommt es, dass Katholiken jetzt nicht mehr diese Treue, die sie früher zur Zentrumspartei, dann eben zur CDU lange haben und hier wechseln? Ich weiß nicht, ob da jemand was zu sagen will, denn das scheint mir ja auch aktuell eben relativ bedeutsam zu sein. Also ohne da jetzt den Anspruch zu erheben, auf Empirie zurückgreifen zu können, denke ich, ist es erklärlich mit der Auflösung von sozial-moralischen Milieus in der Geschichte der Bundesrepublik. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir das so stark wirklich sagen können. Vor den Wahlerfolgen der AfD war es ja durchaus so, dass während die bisherige Immunität qua Mitgliedschaft in der Gewerkschaft sich schon in den 80er und 90er Jahren auflöste. Der Katholizismus immer noch eine gewisse Korrelation zumindest hatte, trotz Auflösung sozialmoralischer Milieus. Ich würde schon sagen, wir haben es hier natürlich mit der tiefen Krise, in der die katholische Kirche in Deutschland steckt. Ich sage das von außen und ohne jede Häme. Die tiefe Krise, in der die katholische Kirche steckt, sicherlich eine Rolle für Verlust an Bindekraft spielt. Wie es aber, ich kann jetzt gar nicht die konfessionelle Zuordnung, haben Sie die im Kopf verfolgt? Ich habe sie gerade. Ja, also es ist eben eine große Annäherung eben tatsächlich und es ist natürlich eine wichtige Frage auch im Ost-West-Blick eben, weil wir natürlich kaum konfessionelle Bindung eben in Ostdeutschland haben. Umso spannender ist eben diese Versüdlichung im Grunde genommen eben der Rechten eben, die du angesprochen hast. Ein anderer Begriff, der eben gerade fiel, waren die Milieus eben. Also die Milieus mit Karl Rohe definiert als a Way of Life, eine Art von Lebensgemeinschaft, die gewählt wird, die über alltagskulturelle Begegnungen, über bestimmte Treffpunkte, die man hat, über Vereine, über Geselligkeiten, aber natürlich auch über Protestbewegungen, eine Verfestigung in den Orten. Diesen Milieubegriff, den hat man eigentlich wenig übertragen. Ich selbst habe über das konservative Milieu dann gearbeitet, das katholische Milieu, sozialdemokratische. Würdet ihr sagen, es gibt sowas wie ein rechtes Milieu?
Ja, sicherlich. Sicherlich gibt es sowas wie ein rechtes Milieu. Ich würde das ich würde das jetzt mal fokussieren auf junge Menschen und vielleicht mag Gideon dann gleich noch was sagen, auch zu den älteren Wählerschaften der AfD. Aber es ist ja total für viele erstaunlich, wie viele junge Menschen inzwischen auch rechtsextrem wählen, weil wir immer mit dieser Linse auf junge Menschen blicken, dass die irgendwie progressiv sind und dass die anders wählen werden. Und wenn wir jetzt das aktuelle Wahlverhalten junger Menschen in Deutschland und nicht nur in Deutschland beobachten und auch deren Aktivitäten, deren politische Aktivitäten, da sehen wir eben auch ganz klar diesen Rechtsruck, zumindest für gewisse Milieus. Und wir sehen hier ich würde das als starkes maskulinistisches Milieu bezeichnen. Also Gruppierungen, vor allem junger Männer, die sich eben zunehmend rechts bis extrem rechts positionieren. Und wir wissen noch nicht so genau, warum die das tun. Also sind die so aufgewachsen? Sind das die Kinder der Baseballschläger schlagenden Menschen aus den 90ern? Oder findet hier eine Radikalisierung in diese Milieus statt, quasi frisch über soziale Medien, insbesondere TikTok und derart? Es scheint starke Anzeichen dafür zu geben. Ne? Es gibt immer mal wieder Forschung zu, wie lange Jugendliche etwa auf einer Smartphone-App wie TikTok unterwegs sind, bis ihnen eine erste rechtsextreme Botschaft in diesen sogenannten Feed gespült wird, und es dauert nur wenige Minuten. Also es scheint dort würde ich sagen, eine neue Milieuausbildung zu geben. Ich glaube nicht, dass ich viel sagen kann über die klassischen Milieus mit Ruhe, gerade über die katholischen. Ich hätte eigentlich die frühere Frage andersrum beantwortet, nämlich mit Hinblick auf die CDU und das ganzen Diskurs um die sogenannte Sozialdemokratisierung der CDU, die dann eben zur Ausbildung einer neuen Partei wie der AfD am rechten Rand führt. Ich würde sagen, aber von der Perspektive der AfD, ich weiß gar nicht, ob sie da so erfolgreich ist, wirklich so diese alten katholischen Milieus anzusprechen. Es gibt einen Anknüpfungspunkt, den die AfD seit tatsächlich kürzerer Zeit, wenigen Jahren erst, aber jetzt zunehmend und vielleicht bald auch massiv bespielt, ist das Thema Abtreibung. Wo es immer mal wieder jetzt auch Versuche gibt, eben in diese Milieus, also in abtreibungskritische, da ist Julia, konfessionelle Milieus reinzuwirken. Vielleicht wäre das ein Anknüpfungspunkt, um so Milieus mehr anzusprechen. Mhm. Also Stichwort Medien. Medien haben ja klassischerweise Hochbogen geformt, weil bestimmte Medien regional verankert waren, die eine bestimmte Ausrichtung eben auch hatten. Also eine Tageszeitung, die besonders konservativ war in der klassischen und die bestimmte Parteien unterstützt hat. Und eigentlich spricht im Moment die moderne digitale Landschaft dagegen, dass es überhaupt Hochbogen gibt, weil die Social Media erreichen ja alle überall im gleichen Maße. Da kann man nicht mehr einer bestimmten Zeitung in Sachsen oder einem bestimmten regionalen Sender wie den MDR oder anderen eben irgendwie die Schuld zuweisen, dass in diesen Gegenden, im Grunde genommen ist es natürlich umso erklärungsbedürftiger, dass wir überhaupt diese Hochburgen haben, oder? Also wir haben uns das mal angucken lassen. Ich sage es jetzt ganz bewusst, wir haben die Kollegen ich darf auch die männliche Form hier benutzen, weil es 2 Kollegen waren, vom IDZ in Jena. Die hatten damals, ja, früher hätte man sowas Wahlökologie genannt, also ein bisschen feiner geguckt, wer wählt eigentlich. Und sie haben 3 Hypothesen getestet, bezogen auf unser Bundesland Brandenburg, was für uns am Moses-Mendelssohn-Zentrum immer so ein bisschen das Land ist, wo wir die Lupe scharf stellen am Mikroskop, wo wir sagen, da gucken wir mal genauer hin. Und das war eigentlich sehr interessant, weil sie haben getestet eine sozioökonomische, eine soziodemografische und eine politisch-kulturelle Hypothese zum Erfolg der AfD.
in den einzelnen Wahlkreisen im Land Brandenburg. Also sozioökonomisch ist klar, wie ist die sozioökonomische Lage, wie ist die Erwerbsbevölkerung und so weiter. Ne? All diese Fragen, soziodemografisch ist Altersschnitt, Männlein, Weiblein, also diese Dinge. Und die politisch-kulturelle These, die haben sie eigentlich vor allem auch festgemacht am bisherigen Wahlverhalten. Und es war insofern für uns ehrlich gesagt auf unseren Vorkenntnissen und Kenntnissen der Datenlage nicht wirklich überraschend, aber es bestätigte, was wir selber schon vermutet oder als Hypothese formuliert hatten, dass die beiden erstgenannten Hypothesen zwar durchaus nicht ganz ohne Korrelation, ohne Bedeutung sind, ja, aber ein eindeutiges Bild ergab sich in beiden nicht. Wir konnten nicht sagen, wenn der Anteil der Erwerbslosen besonders niedrig ist, der Bildungsstand besonders hoch und so weiter. Das ging so eindeutig nicht. Es gab gewisse Korrelationen, aber kein vereindeutigtes Bild. Die größte Vorhersagekraft hatte, und wir haben in der Zwischenzeit ein paar Studien aus anderen Regionen, die das eher zu bestätigen scheinen, die größte Vorhersagekraft für eine Rechtswahl hatte tatsächlich die Frage, ist hier vorher schon rechts gewählt worden? Sie nicken, Frau Reuschenbach. Wie gesagt, wir haben es mal für Brandenburg testen lassen und in der Zwischenzeit wissen wir das aus anderen Regionen auch. Und das ist tatsächlich faszinierend, weil für unser Bundesland in der Tradition und Kontinuität seit hier gewählt wird. Das ist seit gut 30 Jahren der Fall, ja? Oder jetzt schon seit 35 Jahren. Als wir das Buch veröffentlicht hatten, waren es gut 30 Jahre. Ist das ja soweit noch erklärlich. Aber dass wir eine Kontinuität im Wahlverhalten oder zumindest eine Korrelation feststellen, die auf die alten Hochburgen der NSDAP oder auch der DNVP zurückgeht. Das fanden wir für Brandenburg wirklich überraschend, weil Sie müssen sich ja überlegen, wir haben hier manche Kommunen, die haben meinem Wissensstand nach einen 50-prozentigen Bevölkerungsaustausch um 45 erlebt. Ja? Also Abwanderung, meistens nach dem Westen, und die Integration von Heimatvertriebenen und Geflüchteten. Also kann es nicht einfach daran liegen, dass es in den Familien weitergegeben wird. Was es ist, wir haben noch keine Erklärung. Ja. Vielleicht haben Sie eine. Aber das war ja gerade der Kern eigentlich auch des Milieuansatzes. Also die Verwunderung damals von Lepsius 66, der festgestellt hat, dass seit dem Kaiserreich über die Brüche des Ersten und Zweiten Weltkriegs die Vertriebenen kommen und so weiter, ähnlich gewählt wurde, über fast 100 Jahre eben. Und die Erklärung war eben nicht, es sind andere Menschen, die wählen, es sind andere Menschen, die dort leben und die dorthin gekommen sind, aber es gibt offensichtlich kommunikative Netzwerke, die eine Kultur schaffen, also weiche Faktoren scheinbar, kulturelle Faktoren, die vor Ort eben aber weitergegeben werden, tradiert werden, wo Leute sich irgendwie einfügen. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich Julia Reuchenbach, die durch eine Bahnverspätung leider etwas später kommen musste jetzt. Ich will sie trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen. Sie hat in Bonn promoviert, war dort wissenschaftliche Mitarbeiterin mit einer Arbeit über Geschichtspolitik als Politikfeld zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, war dann wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU Berlin und ist jetzt ganz frisch eben in Hamburg gestartet, eben dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg. Und ich überfalle Sie gleich mit einer Frage und der Möglichkeit, vielleicht auch mal aus Ihrer Sicht zu sagen, was schafft und konstituiert eigentlich rechte Hochburgen? Also wir haben schon über Einstellungen geredet, wir haben schon jetzt über längere Kontinuitäten geredet. Wie würden Sie da argumentieren? Ja, also erstmal Entschuldigung, ich habe in meinem Leben noch nie fast 2 Stunden von Berlin nach Potsdam gebraucht. Heute ist es passiert. Ich freue mich, dass ich noch dazukommen durfte und habe gerade auf dem Weg von Dominik Griegold noch einen Schnelldurchlauf bekommen, was Sie schon besprochen haben. Also das läuft hier ganz einwandfrei und würde an 2 Dinge anschließen wollen. Also ich will vor allen Dingen nicht wiederholen, was schon gesagt wurde. Also dass am ehesten eben Stimmenanteile, Einstellungen, sozusagen die Kriterien sind, mit denen wir Rechte oder Hochburgen generell erstmal bemessen würden. Ich teile aber, Herr Both, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihre Kritik daran, dass es kein so guter Analysebegriff ist, mit dem man so wirklich weiterkommt. Das wäre mir für den Abend auch wichtig gewesen. Und ich habe vielleicht noch einen neuen Gedanken, so er nicht schon besprochen wurde. Mich umtreibt seit längerem die Frage, wann wir eigentlich von rechts oder rechten Hochburgen sprechen, weil die Politikwissenschaft ja durchaus, also wenn wir in so einer ganz handelsüblichen, hätte ich fast gesagt, Links-Rechts-Skala denken, auf der sich Menschen verorten sollen, dann könnte man ja auch sagen, theoretisch, dass Menschen, die sich jetzt zum Beispiel ökonomisch und auch gesellschaftspolitisch, kulturell bei einer 8
verorten, auch in einer potenziell rechten Hochburg leben könnten. Also es sind vielleicht sehr konservativ eingestellte Menschen, die sind aber deshalb nicht per se gleich antidemokratisch, extremistisch oder anderes. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, jetzt aber sehr auf die Schnelle mal formuliert, dass wir da auch eine Begriffsproblematik bekommen, die genau die Abgrenzung, die wir uns ja eigentlich wünschen würden, zwischen rechts in einem bürgerlich-konservativen Sinne und dann eben abgrenzend zu rechtsextremistisch, rechtsradikal und rechtspopulistisch nicht mehr gut leistet. Und das ist eigentlich das, worauf zum Beispiel Akteure meines Erachtens wie die AfD total setzen. Also es geht um eine Vergemeinschaftung in diesem bürgerlichen Lager, da wollen die eigentlich hin. Oder viele von denen, nicht alle, auch da gibt es parteiintern durchaus Streitigkeiten. Und deswegen würde ich eher mir wünschen, dass man über eben rechtsextreme Hochburgen oder rechtspopulistische womöglich auch nachdenken müsste. Und das wäre so als Eingangsstatement mein erster oder mein zweiter Gedanke. Ich bin mir nicht sicher, wie weit wir kommen, wenn wir auf die Nachfrageseite schauen, also auf die WählerInnen in der Logik von Angebot und Nachfrage, wenn wir versuchen, das sehr stark über rechtsextremistische Strukturen zu erklären. Also ich habe eben genickt, das stimmt total. Wir können diese Korrelationen zu früherem Wahlverhalten sehen. Wir können sehen, dass da, wo früher rechtsextreme Parteien stark waren, die AfD heute stark ist. Aber wir sehen eben auch, dass dieses Muster durchaus löchrig geworden ist und dass sich andere Dinge zeigen. Und nach meinem Dafürhalten, die Politikwissenschaft unterscheidet ja Far-Right, also extrem rechte Parteien, beschäftigt sich sehr ausführlich mit rechtspopulistischen Parteien. Müssten wir das auch stärker im Diskurs zu diesem Thema abbilden oder uns damit auseinandersetzen, weil zumindest, wenn man sich jetzt mal die jüngsten Zahlen oder jüngere, nicht die jüngsten, um Gottes Willen, wer weiß, was heute schon erschienen ist, aber jüngere Zahlen anschaut, sowas wie den Deutschland-Monitor 2024, den Brandenburg oder jetzt vorgestern Sachsen-Anhalt-Monitor 2024, dann sehen wir schon, dass die große Größe sind die populistischen Einstellungen. Es sind nicht die extremistischen, die gibt es in den Anhängerschaften der AfD, die gibt es in manchen Regionen Ostdeutschlands mehr als im Westen. Aber mein Eindruck ist, das große Band, das diese Menge von Menschen auch zusammenhält, sind die populistischen Einstellungen. Und darüber würde ich gerne, vielleicht gerade an der Schnittstelle von Extremismus und Populismusforschung auch mehr nachdenken. Oder ich fände das gut, wenn nicht nur, also wenn wir das täten sowieso, aber wenn auch andere, zum Beispiel Medien, die berichten über all das, sich damit mehr auseinandersetzen würden. Wir hatten ja schon angedeutet, dass wir historisch gesehen große Verschiebungen haben. Eben also in Schleswig-Holstein, Niedersachsen früher die ganz großen Hochburgen der NSDAP, aber eben auch dann in den 50er Jahren die Hochburgen der SRP, der Deutschen Reichspartei, der Deutschen Partei. Da hat die AfD 2021 gerade mal 6% gekriegt in den beiden Bundesländern. Jetzt ist sie auch bei 16% immerhin. Das ist furchtbar viel, aber es ist vergleichsweise wenig zu anderen Bundesländern, vor allen Dingen gegenüber Ostdeutschland. Und da würde ich bei Julia Reuschenbach, weil sie sich ja speziell auch mit der also der Geschichtspolitik zur DDR beschäftigt haben, nochmal nachfragen, inwieweit ist der Umgang mit der DDR-Vergangenheit ein Faktor, den wir bisher noch nicht angesprochen haben, der hier auch eine Rolle spielt, um die Hochburgen im Osten zu erklären? Ja, also ich meine, es gibt ja viel Forschung auch hier nicht zuletzt in Ihrem Haus zu der Frage, wie funktionieren sozusagen die Tradierungen von Geschichtsbildern, von politischen Sozialisationen in Familien. Dazu gibt es viel Forschung zum Nationalsozialismus. Es gibt sie natürlich inzwischen auch zur SED-Diktatur und wir können schon zeigen, dass da Dinge, ich sage mal, kleben bleiben in einem diffusen Sinne. Ich finde besonders augenfällig immer den Befund, dass jüngere Menschen und auch schon seit längerem sagen, sie vertrauen eben mehr auf das, was in der Familie erzählt wird, als auf das, was zum Beispiel in Schulen oder anderen Sozialisationsinstanzen erzählt wird. Das hat natürlich mit der DDR-Biografie eine gewisse Wirkmächtigkeit, aber ich würde zum einen sagen, oder bin zumindest nicht überzeugt von dem, was ich aus der Forschung auch kenne, dass das nicht unbedingt die Diktatursozialisation selbst ist oder war, sondern es ist meines Erachtens die
Zeit danach. Also es ist sozusagen die Transformation, die Umbruchszeit, die frühen 90er, die Deprivationserfahrungen in ganz vielerlei Hinsicht, die weitergetragen werden. Und gleichzeitig führt das für mich zu einem sehr ambivalenten Bild, das ich auch noch nicht so richtig zu deuten vermag, aber vielleicht kommen wir ja gemeinsam weiter, dass wir zum Beispiel jetzt in 2024 sehen konnten, dass wir in Ostdeutschland diktaturbefürwortende Einstellungen vor allen Dingen bei sehr jungen Menschen vorfinden konnten. Jetzt kann man sagen, ja, junge Leute, die suchen sich noch und so weiter und so fort. Wir sehen sie aber deutlich weniger bei den mittelalten Menschen. Und das sind eigentlich die, bei denen die AfD besonders stark ist, sondern da sind eben die populistischen Einstellungen weitaus ausgeprägter. Also es wäre so schön einfach, wenn man halt sagen könnte, ja, ist doch klar, ne, alle diktatursozialisiert, sozusagen alle mit einem Trauma und deswegen wählen die halt jetzt so. Ich glaube, manchmal würde man sich das wünschen, weil das ja einen total entlastenden Gedanken in sich trägt. Aber es ist halt viel komplexer und ich finde auch, dass wir aufpassen müssen, dass wir da nicht so eine deutsche Lesart des Problems entwickeln, weil wir ja, also ich meine, wir sind ja eigentlich die Spätzünder dieser Entwicklung und sehen ja weltweit seit langem, dass es doch viele andere Gründe gibt, warum Menschen rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien zuneigen. Und da, finde ich, ist die Brücke dann schon zur DDR-Diktatur, beziehungsweise vor allen Dingen eben zu diesen Transformationsjahren dann da, weil das, was die ja also sehr holzschnittartig, aber doch eint, eben ist schon ganz viel angesprochen worden, wenig Prosperität, Strukturschwäche, Demografie, Überalterung, Abwanderung, all das sozusagen, was so gebetsmühlenartig erzählt werden kann. Und das trifft aber eben im deutschen Case gerade in Ostdeutschland auf einen sozusagen sehr dünnen Boden. Also man könnte auch sagen, wir würden ja schätzen, der Westen ist so 4, 5 Jahre hinter Ostdeutschland, weil da, ich mache es mal etwas hemdsärmlich, da ist halt mehr Speck. Also da ist noch mehr in vielen Regionen, von denen man zehren kann, wovon sozusagen erstmal was weggehen kann, ohne dass man gleich das Gefühl hat, es geht schon wieder ums große Ganze. Aber Menschen, die eben erst in den letzten 35 Jahren sich eine neue Existenz aufgebaut haben, spüren nach meinem Eindruck, und das deckt sich ja durchaus auch mit vielen Forschungen, Gott sei Dank, spüren eben viel schneller, wenn solche sozusagen Umbrüche, Veränderungen die Gefahr erzeugen, dass man selbst womöglich befürchtet, auch wenn objektiv Nettoeinkommen und all solche Kenngrößen dagegen sprechen, aber dass man befürchtet, man könne den eigenen Status womöglich verlieren. Wenn man jetzt mal deutschlandweit guckt, wo die niedrigsten Wahlergebnisse der AfD sind, also wo die AfD nur so 7% hat, dann haben wir natürlich Orte, die viel Speck haben, wie Münster und hohe Bildung. Aber wir haben natürlich auch Teile von Großstädten wie Hamburg-Altona oder Friedrichshain oder in Kreuzberg. Wir haben Teile von Köln, also wo viele ArbeiterInnen wohnen, also wo es niedrig ist, umgekehrt Gelsenkirchen mit 25% als Hochburg eben. Also es ist uneinheitlich. Die Frage an Sabine Volk, also inwieweit sollten wir überhaupt diese Ost-West-Unterteilung da halten weiter? Macht das Sinn, soweit auch jetzt wieder nach Ostdeutschland zu schauen? Oder sollten wir nicht doch auf Pforzheim endlich kommen, was Sie vorhin schon angedeutet haben? Mein neuestes Lieblingsthema. Ja, danke für plakativ gesprochen. Trump hat nichts mit DDR-Sozialisation von WählerInnen oder so zu tun, ne? Und auch in Gesamt Europa, in vielen westeuropäischen Demokratien haben wir extrem rechte und rechtspopulistische Parteien und Akteure, die ja zum großen Teil sogar viel stärker sind noch als die AfD in Deutschland. Und das hatte Julia Reuschenbach jetzt ja gerade schon kurz angesprochen, ne? Dass Deutschland so ein bisschen Spätkomma war mit so starken Erfolgen extrem rechter Akteure. Und letztendlich sind auch Wahlergebnisse selbst in den rechten Hochburgen in Ostdeutschland fast noch so im westeuropäischen Durchschnitt. Und eigentlich können wir sehen, dass lange Zeit eher Westdeutschland mit den vergleichsweise niedrigeren AfG-Ergebnissen eigentlich eher so der Outlier, also die Ausnahme innerhalb Europas war. Seit der Bundestagswahl 2025 würde ich aber auch hier sagen, also totally catch-up, hat total nachgeholt. Ne? Genau, und wir
sehen in Westdeutschland eben auch so Hochburgen, wie etwa, und jetzt kurz was zu Pforzheim, so der Case in Südwestdeutschland, eine Stadt, die auch innerhalb der Stadtgrenzen eben extrem divers ist und die in einem bestimmten Stadtteil, Buckenberg, extrem hohe Wahlergebnisse der AfD hat. Jetzt habe ich die genaue Ziffer nicht parat, aber extrem hoch, tief, tief, tief blau. Und die ganz viele die verschiedenen Erklärungsansätze, die wir heute hatten, die spielen sich alle, kann man alle darauf anwenden. Also einmal historische Kontinuität. Pforzheim war tatsächlich auch schon eine NSDAP-Hochburg, hatte danach immer wieder, also alle extrem rechten Parteien, die aktiv waren besonders erfolgreich in Pforzheim. Also eventuell Grundwasserthese, denn Pforzheim ist eben auch eine Stadt mit extrem hoher Migration aus ganz verschiedenen Kontexten. Es gab dort sowohl die sogenannte Gastarbeitenden-Migration, aber es gibt eben auch sehr hohe Zahlen von den sogenannten Russlanddeutschen. Und eben in diesem besagten Stadtteil, da werden dann jetzt diese hohen AfD-Wahlergebnisse immer auf den Zugzug der Russlanddeutschen damit erklärt. Und es sehr, sehr viele Ostdeutsche, die nach Pforzheim gekommen sind. Auch das einzige DDR-Museum im Westen ist in Pforzheim dadurch. Ja, Pforzheim hat wirklich viele. Pforzheim hat auch ähnlich wie Dresden einen extrem rechten Fackelmarsch zum Gedenken an die Bombardierung gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Februar 45. Ist auch so ein Hotspot von extrem rechter Mobilisierung. Also tickt wirklich all die Boxen, die ich ganz eingangs gesagt hatte, über was macht eigentlich eine extrem rechte Hochburg aus. Ich würde übrigens auch sagen, wir sollten es eher extrem rechte Hochburg in dem Falle nennen. Und es gibt dort inzwischen, das erfahre ich von meinen Studierenden, von denen ja einige aus Pforzheim sind, es gibt dort inzwischen auch sogenannte Angstzonen. Also warum all das? Also es gibt genau ähnliche Fälle in Westdeutschland wie eben in Ostdeutschland und es scheint doch eigentlich andere Erklärungsansätze zu geben, die viel produktiver sind. Und ich glaube, das haben wir noch zu wenig besprochen heute Abend. Das ist Stadt-Land, das Stadt-Land-Gefälle beziehungsweise auch Zentrum-Peripherie. Stadt ist nicht immer gleich Zentrum und Land ist nicht immer gleich Peripherie, ne? Aber so ungefähr können wir das denken. Und das ist ein Gefälle, ein Faktor, den der so sehr hohe mächtig ist, selbst auf Ebene der Stadt. Denn wenn wir dann anschauen, die genannten Russlanddeutschen, die eben so viel die AfD wählen, die kommen eben aus sehr ländlichen Gebieten und haben oft sehr konservative, teils auch sehr, sehr konservativ religiöse Einstellungen. Also eigentlich, selbst wenn wir sagen, okay, es ist eine Stadt, aber wenn wir uns dann anschauen, wie setzt sich die Bevölkerung zusammen, wo kommt die her, das bestätigt eher diese Stadt-Land-These, als dass sie dem widerspricht. Und diese Stadt-Land-These scheint eben auch sehr viele Erklärungen zu bieten für andere Kontexte, die eben nicht so deutsche Nabelschau sind, sondern eben auch über die Deutschgrenzen hinaus. Ja, ich würde kurz einen Gedanken noch ergänzen wollen, weil also ich klebe noch an der vorherigen Frage und das passt aber zu Stadt-Land, weil natürlich, also wir, glaube ich schon, also Stadt-Land, aber eben auch ökonomisch Stadt-Land mitdenken müssen. Also in reichen Kleinstädten haben wir die Probleme eben deutlich weniger als in den strukturschwachen, wenig sozusagen prosperierenden Mittelstädten. Und jetzt ist eben auch so ein bisschen eine geografische Frage, wo verteilt sich denn was wie? Und gerade in Ostdeutschland gibt es eben viele dieser Mittelstädte und die leiden sozusagen eben unter Punkten, die man gerade auf dieses Stadt-Land-Gefälle zuspitzen kann im Sinne von abgehängt sein, nicht mitzukommen, nicht angebunden zu werden. Ich würde nur ein Beispiel nennen wollen, vorgestern, in diesem neuen Sachsen-Anhalt-Monitor. Ich finde das wirklich beeindruckend. Da sind, glaube ich, fast 80% der Leute sagen mit einem kilometerlangen Vorsprung vor Migration und all dem anderen, das wichtigste, drängendste Thema in unserem Bundesland ist das Thema Mobilität und Anbindung. Und das, glaube ich, muss man total unbedingt mitdiskutieren. Und
Der Punkt, den ich aber eigentlich noch zum Thema DDR-Vergangenheit machen wollte, ist, dass ich schon einen Sonderfall im Deutschen sehe, den ich auch interessant finde. Nämlich, also was eint diese rechtspopulistischen und extremistischen in Teilen Akteure weltweit? Sie bespielen diese Befürchtung, diese Statusängste, ihr werdet von den Leuten verarscht, eure Region wird noch mehr kaputt gehen und so. Aber wir haben in Deutschland mit der AfD dann doch einen, wie ich finde, sehr interessanten Akteur, die das ja jetzt, zumindest Björn Höcke tut das meines Erachtens in Thüringen sehr geschickt, die drehen das eigentlich um und sagen, wir sind eigentlich die neue Avantgarde. Ihr habt es einfach, also die anderen haben es nur noch nicht begriffen. Ja, und die Slogans dazu, also von nicht nur vollende die Wende oder sowas, sondern der Osten macht's, im Osten geht die Sonne auf, ist jetzt eigentlich, finde ich, ein Stück weit eine etwas sozusagen konträr laufende Entwicklung zu anderen Akteuren dieser Szene, auch weltweit, die sozusagen von den alimentierten Messermännern und den Bedrohungslagen schwadronieren. Die gibt es auch in der AfD immer noch, diese Leute. Aber es gibt so einen Teil, und der sitzt eben in Ostdeutschland, der es anders versucht. Und die versuchen es quasi mit einer positiven Zukunftserzählung und sagen, wir bieten dir eigentlich ein gutes Bild. Und diese DDR ist eigentlich in vielerlei Hinsicht die interessante oder attraktive Alternative zu dieser korrupten, elitengesteuerten BRD heutzutage. Und ich sehe das, also bin international nicht so fit, dass ich das jetzt für alle Länder dieser Welt ausschließen könnte, dass das anderswo auch passiert. Aber das finde ich ist doch interessant, weil das eben ein Identifikationsding ist. Und also man kann sich sehr stark in dem Widerstand, im Dagegensein, im Frust vergemeinschaften. Ich finde, der Kollege Elmar Falani mit seinem neuen Buch Misstrauensgemeinschaften macht das sehr stark. Aber interessant ist eben, passiert da womöglich gerade das Gegenteil, in Teilen zumindest der Anhängerschaft, nämlich dass man sich vergemeinschaftet in einem positiven Wir. Also in einer Zukunftserzählung, die verheißungsvoll ist. Und die hat nichts mehr zu tun mit, da kommen irgendwelche Migranten, die uns hier irgendwie das Land zersägen wollen, sondern wir sind eigentlich die schon längst wissen, wie es besser laufen wird. Die anderen haben es nur noch nicht kapiert. Ich würde gern gleich fürs Publikum öffnen und noch eine letzte Runde jetzt auf dem Podium machen mit der Einschätzung dazu, welche Zukunft uns eigentlich bevorsteht oder welche Entwicklungen wir ausmachen können, die in den nächsten Jahren uns bevorstehen. Und da gibt es Studien, die etwa in den USA ausgemacht haben, dass dieser Hochburgencharakter, also das heißt die Milieubildung, dass Menschen mit ähnlichen Verhalten, ähnlichen Denken, ähnlichen Lebensweisen bewusst eben auch in Stadtteile ziehen, wo Menschen ähnlich denken und auch ähnlicher geheiratet wird und ähnliche Vereine und so weiter, Geselligkeiten gewählt werden. Also dass das Politische darüber entscheidet, wo man hingeht und Ähnliches nicht nur bei den Rechten, natürlich auch bei denen, die sich zum grünen Milieu zählen und so weiter auszumachen ist. Gerade hier in Berlin ist es natürlich ganz augenfällig. Und meine Perspektive wäre, oder meine Frage wäre vielleicht zunächst an Gideon Botsch. Also wie würdest du das sagen? Also ist das ein Trend zu mehr Hochburgen in der Zukunft, weil Leute unter ihresgleichen sein sollen? Oder wird die Rechte flächendeckend eher ihre Erfolge vielleicht weiter ausbauen? Ich springe mal wieder den Rahmen, weil ich glaube, auf 2, 3 Dinge möchte ich schon noch reagieren, die gerade gesagt wurden. Ich glaube, wir kommen nicht darum rum zu sagen, wir haben diese erheblich höheren Werte in den ostdeutschen Bundesländern als im Westen. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen, wir können nicht drum rumtun. Ich finde auch, dass die Erklärungen manchmal sehr, sehr schnell sind, sehr, 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 sehr hoppla hopp. Mich haben eigentlich die Zustimmungswerte schon bei den ersten Wahlerfolgen der AfD in Baden-Württemberg mit 15% mindestens so beunruhigt, wie die damals, glaube ich, an die 25% gehen in Sachsen-Anhalt. Also das geht nicht darum, das Ost-West-Problem jetzt hier darauf runterzubrechen, zu sagen, die AfD ist nur ein Ostproblem. Und trotzdem müssen wir uns ja die Frage stellen, was ist denn eigentlich anders? Was ist anders? Weil jetzt der Milieubegriff schon sehr stark im Raum stand, das möchte ich schon mal sagen, dass diese Wir-Bildung, die sehen wir im Osten stärker. Und zwar flächiger, stärker. Wir hören das, wenn wir hier durch die ostdeutschen Regionen fahren, sehr oft von KommunalpolitikerInnen zum Beispiel oder kommunalpolitisch aktiven Menschen, die uns sagen, hier kannst du immer in jedem Setting kannst du sagen, ich will nur die AfD und nichts anderes mehr. Aber sobald du das über eine andere Partei sagst, ist es hinterfragt und Grüne kannst du dich gar nicht trauen. Dann kannst du rausziehen, kannst du wegziehen hier so, ne? Das ist etwas, was ich selbst in den hochburgigsten Regionen des Westens selten höre. Ne?
dieses Wir, das da gepflegt wird, was ja, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen mit H, dicht beschrieben hat, das ist ein Wir, das ist auch ein Wir, was sich regional spezifizieren kann, im Osten ein ostdeutsches Wir werden kann. Was ich nicht nachvollziehen kann, das sage ich ganz ehrlich, wo das eine positive Zukunftsvision ist, die sehe ich tatsächlich nicht. Also das Symbol dieses Wir ist eben dann irgendwie die Simson. Ja? Womit ich nichts gegen Simson gesagt haben will, aber das ist ja doch sehr, sehr deutlich, dass man hier keine Zukunftsvision für eine lebenswerte Zukunft, außer dass es früher alles besser war. Also das sehe ich tatsächlich in dieser Erzählung nicht. Widersprechen Sie mir gerne, wenn Sie was anderes sehen. Was können wir sagen? Komparatistisch fand ich einen unglaublich interessanten Befund, der, glaube ich, auch für euer Forschungsprojekt eine interessante Perspektive ist. Komparatistisch fand ich einen ganz interessanten Befund, dass einer der wenigen in Deutschland komparatistisch arbeitenden Forscher zum Themenfeld Rechtsextremismus, unser Frankfurter, also Frankfurt oder unser Kollege von der Viadrina, Michael Minkenberg, in der Zwischenzeit auch im Ruhestand leider, gesagt hat, was ist denn eigentlich ein kennzeichnendes Merkmal im Unterschied osteuropäischer und westeuropäischer rechtsradikaler Akteure. Rechtsradikalismus hier sein Begriff, der Rechtsextremismus und weniger radikale Formen vereinheitlicht, beides abdeckt. Und er hatte einen ganz interessanten Befund. Er hat gesagt, das Typische ist, dass in den westeuropäischen in den westeuropäischen Ländern eine starke Partei mit einer schwachen Bewegung korreliert und eine starke Bewegung mit einer schwachen Partei. In den mitteleuropäischen und osteuropäischen Vergleichsregionen ist dieser Zusammenhang nicht gegeben. In dieser Hinsicht geht der Eiserne Vorhang weiter durch Deutschland. Ob das heute noch so relevant bleibt, weiß ich nicht. Wie auch die nächsten beiden Dinge, die ich sage, weil auch da sehen wir ja Wandlungsprozesse bei der AfD. Ich wundere mich immer, wir arbeiten ja nicht quantitativ, wir arbeiten qualitativ, aber ich wundere mich immer, warum die quantitativ Forschenden nicht mal die Frage stellen nach dem zentralen Merkmal, was den AfD-Wähler charakterisiert hat bisher. Es ist sehr diffus. Der AfD-Wähler ist sehr diffus. Ich kann für die Region Berlin-Brandenburg gar nicht sagen, dass die abgehängten Regionen die Hochburgen sind. Das ist viel variabler. Wenn Sie sich den sogenannten Speckgürtel angucken, da gibt es auch AfD-Hochburgen. Das unterscheidende Merkmal bisher war das Geschlecht. Das war wirklich das, wo wir sagen konnten, 2 von 3 Wählern im Osten nicht ganz so stark, 2 von 3 Wählern sind Männer. Das ändert sich gerade, das verschiebt sich. Ja, da hat Corona sicher eine Rolle gespielt, aber das war bisher das Merkmal. Jetzt müssen wir doch mal hingehen und sagen, wie ist denn das demografisch im Osten? Wir haben ja nämlich in Ostdeutschland, soweit ich weiß, in den meisten Regionen immer eine ungleiche Verteilung und einen, wenn Sie so wollen, Männerüberhang. Ja, so. Das finde ich einen relevanten Punkt. Das Zweite, was wir immer in der Forschung zur Rechtswahl, zur rechtsextremen Wahl oder zu fremdenfeindlichen Wahlverhalten gesagt haben, ist die sogenannte Kontaktthese, wo ein Mehr an Kontakt stattfindet zu größerer Vielfalt, zu größerer Herkunftsvielfalt zum Beispiel, religiöser Vielfalt und so weiter, haben wir eher weniger ablehnende Einstellungen, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Islamfeindlichkeit, wie Sie wollen. Ja? Also diese Kontaktthese war eigentlich immer relativ stabil in der Forschung. Auch das ist etwas, was sich möglicherweise verschiebt. Aber auch hier müssen wir natürlich sagen, ein ganz entscheidender demografischer Unterschied, den wir sehen können zwischen Ost und West, ist sozusagen der niedrige Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Also diese 3 Punkte müssen wir einfach mit in Betracht ziehen. Politisch-kulturell die Frage der unterschiedlichen, hängt auch mit Wählervolatilität, Parteibindung zusammen, der unterschiedlichen Struktur auf der rechtsextremen Akteursdimension, soziodemografisch Frauenanteil und ich sage es jetzt mal mit diesem Begriff Ausländeranteil. Das sind Faktoren, die wir hier mit berücksichtigen müssen. Was die Zukunft betrifft, haben wir natürlich verschiedene Optionen. Ne? Es muss ja nicht so sein, dass wir eine Vielfalt von rechtsextremen Hochburgen erleben. Das ist natürlich denkbar. Es ist auch denkbar, dass wir das ganze Regionen kippen. Wenn ich mir die Wahlergebnisse der letzten Kommunalwahlen in Brandenburg angucke, nicht eine Kommune, Christoph, unterbrich mich bitte, wenn ich es jetzt falsch sage, aber nicht eine Kommune hat
einen AfD-Bürgermeister gekriegt. In der Stichwahl unterliegen diese Leute meistens sehr deutlich. Auch in Brandenburg meistens sehr deutlich. Und interessant war ein Wahlergebnis bei der großen Welle von Kommunalwahlen. Da hat ein AfD-Kandidat exakt auf 2 Punkte hinter dem Komma dieselben Werte gekriegt wie im ersten Wahlgang. Also, was ist eine rechtsextreme Hochburg? Erleben wir möglicherweise gar nicht die Regionalisierung von Hochburgen? Erleben wir möglicherweise eine weitere Tribalisierung, wie wir das über manche westliche Gesellschaften oder nicht nur westliche Gesellschaften in der Zwischenzeit sagen? Haben wir dann sozusagen unterschiedliche Tribes, die aber in derselben Stadt und in derselben Region leben, aneinander vorbeileben können? Fragen, die uns auch beschäftigen sollten. Mit Blick auf die Uhr sollten wir jetzt öffnen für Fragen, Kommentare und das Mikro wandert eben weiter, damit auch weiter übersetzt werden kann. Wolfram Meyer zu Ubtrup vom Bildungsministerium hier in Potsdam. Vielen Dank, Frau Reuschenbach, dass Sie hier ein bisschen begriffliche Präzision eingefordert haben. Und ich glaube, wir haben es hier vor allem mit Rechtsextremismus zu tun. Ich war in den 90er Jahren im Innenministerium hier in der Regierung und habe da beobachtet, wie eben in Südbrandenburg Rechtsextremismus sich bemerkbar machte und dann aber auch bis heute hier als eine, wie sagen wir, Hochburg in dieser Region geblieben ist. Aber was anderes wollte ich jetzt hier nochmal einfach auch nachfragen. Und zwar von unter den Kriterien, Frau Volk, die Sie genannt haben, war ein Kriterium nicht, was ich also doch zumindest interessant finde, weil ich mich damit einfach auch ein bisschen wissenschaftlich beschäftigt habe über die Jahrzehnte, das Kriterium Antisemitismus. Und im Rahmen meiner Dissertation, die zum Nazi-Antisemitismus ich geschrieben habe, habe ich eben auch bemerkt, dass in jenen Regionen, in denen in dem Kaiserreich diese Antisemitenparteien recht stark waren, war in der Regel die NSDAP auch sehr stark, dann einige Jahrzehnte später. Und für mich ist Antisemitismus einfach ein wirklich zentrales Element von Rechtsextremismus. Ob es Rechtsextremismus geben könnte in meiner Vorstellung ohne Antisemitismus, darüber muss ich noch ein bisschen nachdenken. Aber so salopp gesagt, ohne das geht es nicht, weil nämlich Rechtsextremismus für mich auch immer verbunden ist mit einem Verschwörungsdenken in irgendeiner Form. Man hat als Rechtsextremist ein Kosmos von Feindbildern, die im Rahmen einer Verschwörungserzählung zusammengebunden werden. Also, wie ist es mit dem Kriterium Verschwörung und Antisemitismus? Ich würde gerne noch weitere Fragen sammeln, wenn es Fragen, Kommentare gibt. Und da gehen auch schon die Arme gleich hoch. Machen wir hier weiter, ja? 2 verbundene Fragen würde ich gern stellen. Zuerst, wie viele Wähler mit Migrationshintergrund hat die AfD? Zweitens, wie klassifiziert man Extremismus unter Menschen mit Migrationshintergrund? Zählen wir das mit als Rechtsextremismus oder nennen wir das irgendwas anders? Ich mache gleich weiter, aber nur keine Angst, nur mit einem einzigen Punkt. Ich warne davor, die Kontinuitätsthese 33, diese Milieus zu weit auszudehnen. Das stimmt für Sachsen bedingt, vor allen Dingen im Erzgebirge und im Erzgebirgsvorland mit seinem starken pietistischen Einschlag. Es stimmt absolut nicht in Thüringen. In Thüringen hat nämlich die AfD dort die höchsten Wähleranteile, die vor 1933 KPD und in einem Fall sogar eine KPDO-Hochburg war. Wer möchte starten? Ich beginne mit der Frage zum Thema Antisemitismus. Vielen Dank. Ich stimme vollkommen zu, dass Antisemitismus ein Bestandteil und Konstante in verschiedenen rechtsextremen und rechtsextremistischen Ideologien und Akteuren ist. Ne? Und rechtsextreme verschiedene andersartige Ideologien eben auch verbindet und so als roter Faden eben auch da durchläuft, weil es eben auch so ein verschwörungsideologisch angelegt ist. In meinem ganz Anfangsstatement zu den rechten Hochburgen, zum Konzept, ging es aber weniger um die Kriterien als um die verschiedenen Ebenen, die man sich anschauen kann. Und ich würde hier sagen, all die Ebenen, die ich da genannt habe,
Antisemitismus ist Teil aller dieser Ebenen. Also auf der Einstellungsebene spielt natürlich für eine antisemitische Einstellung eine Rolle. Auf der Ebene des Wahlverhaltens ebenso. Also wenn etwa antisemitische Parteien gewählt werden. Auf dieser Bewegungs- oder Protest- oder aktivistischen Ebene ebenfalls, ne? Denn wir zählen darunter natürlich auch antisemitische Vorfälle, Angriffe etc. Und auf der letzten Ebene, also so rechtsextreme Alltagskulturen, erfolgreiche extrem rechte Dominanzbestrebungen, ja, spielen antisemitische Straftaten verbal, physisch mit die größte Rolle auch weiterhin. Genau, also ich würde sagen, ist integraler Bestandteil von diesem Mehrebenenmodell. Ich wollte nicht unhöflich sein und hier am Handy daddeln, während die Kollegin spricht, aber ich wollte was nachschauen, weil ja nach dem Wahlverhalten von Menschen mit Migrationshintergrund gefragt wurde, und empfehle sozusagen, wenn wer sich auch immer damit vertiefend beschäftigen möchte, gleichnamigen Monitor Wahlverhalten von Menschen mit Migrationshintergrund der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ist dieses Jahr im September erschienen und macht das sehr ausführlich. Die machen das jedes Jahr, oder jedes Mal, wenn gewählt wird, nicht jedes Jahr. Und können eben zeigen, und das ist vielleicht das wahre Dilemma, das ja auch Wissenschaft immer ein Stück weit hat. Wir hätten ja so gerne eindeutige, klare Erklärungen und wir haben sie halt leider oft dann doch nicht. Und das ist an der Stelle eben auch so. Also ja, es gibt inzwischen auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund, die die AfD unterstützen. Wir sehen, dass das spezielle Gruppen in dieser Gruppe noch stärker betrifft, also vor allen Dingen Spätaussiedler in Russland, Deutsche fiel eben schon der Hinweis, aber es betrifft auch andere. Und jetzt ist, finde ich, die spannende Frage, und ich habe gar keine Antwort, aber ich glaube, wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, reden wir jetzt über den Migrationshintergrund oder reden wir über das, was auf der Einstellungsebene womöglich diese Menschen zur AfD treibt? Und was die tun, ist eben, dass sie zum Beispiel Menschen aus der Gastarbeitergeneration im Ruhrgebiet sagen, wenn jetzt noch mehr Menschen aus dem arabischstämmigen Kulturkreis zu uns kommen, verlierst du hier das, was du dir aufgebaut hast. Also das Prinzip ist ja eigentlich wieder dasselbe und dafür braucht man gar keinen Migrationshintergrund in dem Sinne. Und deswegen glaube ich, wir brauchen da eine Komplexität in der Debatte, zu fragen, was passiert eigentlich, warum solche Menschen für die AfD anschlussfähig werden. Und ich würde zu der Kontinuitätsthese gar nichts sagen. Ich glaube, das überlasse ich dem Kollegen. Ich würde aber zum Antisemitismus noch einen Gedanken ergänzen wollen. Die AfD macht das ja sehr geschickt. Also vor allen Dingen auf der Bundesebene hält sie sich da sehr zurück und ist da sehr, ich würde sagen, diplomatisch in weiten Teilen, in dem, was sie schreibt, was gesagt wird. Ich kenne auch wenige so Podcasts oder szeneninterne Sachen, wo man da wirklich was fundamental anderes hören würde. Und das führt für mich, und das unterscheidet sie eben, glaube ich, doch schon von anderen Parteien weltweit. Und das führt für mich nochmal zu dieser begrifflichen Frage. Ich bin bei vielen der Funktionsträger in der AfD sehr sicher, dass wir es wirklich mit lupenreinen Rechtsextremisten zu tun haben. Aber ich bin nicht ganz so convinced wie manch andere, dass wir nicht sozusagen mit Blick auf die Anhängerschaften doch mehr auf diese populistischen, denn auf die extremistischen Einstellungen schauen sollten. Und dann ist es nämlich, und das macht die Sache in der Sache aber nicht besser, dann ist es nicht nur Antisemitismus, sondern dann ist dieser Verschwörungsgedanke am Ende einer gegen Eliten insgesamt. Also die Korrupten da oben, und dann ist so gesehen nachgelagert, ob das jetzt Menschen jüdischer Herkunft sind. Das Problem ist sozusagen diese Volk- versus Elitenlogik dann. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten, aber würde es heute Abend jetzt für mich mal mitnehmen, dass es lohnenswert wäre, wenn wir dem noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Also rein statistisch haben wir von den Einstellungswerten, wenn ich da nichts Neues verpasst habe, haben wir keine Partei in deutschen Landesparlamenten, in denen der Zuspruch zu den antisemitischen Items so hoch ist wie in der AfD. Wir haben ja insgesamt immer eine sozusagen schräge Entwicklung von links nach rechts. Erst in den allerletzten Umfragen kriegt das so eine Form wie so ein Nike-Symbol oder auch der AfD-Pfeil, das sozusagen ganz links nochmal einen Ausschlag bei den antisemitischen
politischen Items ist. Aber bisher ist es immer so gewesen, je linker eine Position, desto weniger Antisemitismus. Das muss man mal, auch eine Cluster-Sequenzanalyse von Werner Bergmann vor vielen Jahren hat da eigentlich keine wirklichen Abstriche gezeigt. Erst in der allerletzten Zeit haben wir so eine Verschränkung. Das muss man erstmal so wahrnehmen. Die AfD ist die das am stärksten in der Wählerschaft so eine Nachfrage hat, dann allerdings gefolgt, soweit ich was, von der FDP und dann von der CDU, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe. Die AfD mobilisiert natürlich nicht mit Antisemitismus, sie wäre ja schön blöd, zumindest nicht auf Bundesebene. Trotzdem ist sie den großen Schwenk der meisten Parteien, die wir als rechtspopulistisch bezeichnen, nicht mitgegangen, sozusagen sich zu profilieren, sich massiv zu profilieren. Es gibt immer wieder auch solche Angebote. Populistischer Akteur bietet halt vielen vieles, ja. Wir haben, die Masse kann man nur durch Masse zwingen. Wer vieles bringt, wird vielen etwas bringen, sagt Goethe dazu. Insofern gibt es diese Angebote auch, aber die AfD hält sich da sehr zurück, eben mit Rücksicht auf ihr deutlich antisemitisches Spektrum. Und das Entscheidende scheint mir hier, auch zu Ihrer Frage, Herr Mayer, zu Uttrup, scheint mir hier zu sein, dass die spezifische Funktion von Antisemitismus und Rechtsextremismus, die ich tatsächlich für unverzichtbar halte, weil es sozusagen, ich habe das kürzlich ja mal so formuliert, dass ich gesagt habe, es ist der Nenner, durch den sozusagen die verschiedenen Feindbilder gebrochen werden, eben genau mit den von Ihnen erwähnten Feindbildzuschreibungen und Verschwörungsnarrativen. Das macht die spezifische Funktion aus, über die wir hier sprechen. Zur Kontinuitätsthese, wenn ich eine statistische Korrelation sehe, ist es ja nur eine Wahrscheinlichkeit. Ja, nur eine Wahrscheinlichkeit, die Voraussagefähigkeit, natürlich gibt es jede Menge Abweichungen, die können auch regional spezifisch sein. Und Mario Kessler, ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht genau, weil ich tatsächlich, ja, also, ne, und es ist nicht, wir haben, glaube ich, keine guten Erklärungen dafür wissenschaftlich und das wäre was, wo man weiter forschen kann. Ob wir wirklich was rausfinden, weiß ich gar nicht. Und ganz kurz zur Frage von Ben Zacharias. Es ist ja eigentlich naheliegend, dass wenn wir in einer migrantischen oder gar migrantisch geprägt oder gar postmigrantisch geprägten Gesellschaft leben und diese Gesellschaft macht einen Rechtsruck, dass dann ein Teil der migrantischen Communities den mitmacht. Das sollte uns viel weniger überraschen und dass die AfD manchmal so geschickt ist, sich dessen auch zu bedienen. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, was heißt hier Migrationshintergrund? Die AfD hat meistens in den meisten Parlamenten den zweithöchsten, vielleicht auch mal den dritthöchsten, vielleicht sogar im Einzelfall mal den höchsten Anteil von Migrationshintergründen. Der Mediendienst Integration rechnet das immer aus. Jedes Mal, wenn ein Parlament neu gewählt wird, sehr, sehr spannend. Nur sind das natürlich Migrationshintergründe, die oft damit zusammenhängen, eben Russlanddeutscher oder eben ein sozusagen im Rassismus akzeptierter Hintergrund. Ich glaube, es ist nicht gut, dass wir den Begriff der Xenophobie vollständig aufgegeben haben zugunsten des Rassismus. Es gibt sowas wie Nativismus, wie Xenophobie, die nicht im Rassismus wurzelt, sondern in der Ablehnung derjenigen, die neu dazukommen. Ja, wir sind hier geboren, auch der Mehmet ist hier geboren. Das ist ein ganz toller, ja, der ist der beste Geselle, den ich je hatte. Aber die da jetzt aus Syrien kommen oder nächstes Jahr dann halt aus dem Iran oder wo immer die Leute herkommen, die sind eigentlich die Störenfriede. Also das ist Xenophobie klassisch. Genau, vielleicht nur ein Wort eben noch weil die Russlanddeutschen jetzt immer erwähnt werden. Also zum einen, sollten wir den Begriff vielleicht in Anführungszeichen verwenden. Viele von diesen Aussiedlern kommen eben nicht aus Russland, kommen aus Kasachstan und so weiter. Und zweitens, also die Studien, die ich im Kopf habe aus den letzten beiden Jahren, zeigen, dass der Anteil im Wählerverhalten bei ungefähr 20% liegt. Das ist sensationell hoch für migrantische, zugewanderte Menschen. Aber gleichzeitig ist es eben der Durchschnittswert eben des Wahlverhaltens. Also wir können sozusagen nicht die Schuld den Russlandsdeutschen eben ja quasi zuschreiben, bevor das jetzt so eine Schieflage kriegt mit diesem ohnehin problematischen Begriff. Wir haben jetzt noch ein paar Meldungen, die würde ich gerne dran nehmen, wieder gebündelt. Ja, ich habe jetzt vielleicht eine ganz andere Frage. Mich würde interessieren, wie weit zeithistorisch jetzt das Phänomen auch schon untersucht wird, dass ja es bei vielen Ostdeutschen vor allen Dingen das Problem gibt, dass sie sich mit ihren Lebensläufen nicht anerkannt fühlen. Was man jetzt auch daran sehen kann, dass ja in allen möglichen Bereichen die Ostquote von allen möglichen Leuten gefordert wird, weil eben die Ostdeutschen sich in den Führungsebenen von, egal Politik, Wissenschaft und ich weiß nicht was, nicht repräsentiert fühlen.
Okay, vielen Dank. Wir sammeln noch mal ein bisschen weiter. Wer hat noch Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Vielen, vielen Dank für die vielen Impulse, die schon gekommen sind. Das ist unglaublich wertvoll für mich. Meine Perspektive ist, dass ich als Stadtfotograf für das Landesarchiv in Berlin als eines meiner Schwerpunktthemen zurzeit die neue Rechte habe. Dann bin ich natürlich anders als Sie, die sich Wahlergebnisse, Zahlen und Statistiken angucken können, an das Diktat des Visuellen, also dazu gezwungen, Visualitäten zu finden. Und deswegen fand ich, Gideon, was Sie gesagt haben mit den Hochburgen, wo Sie wirklich von Burgen und Festungen gesprochen haben, sehr ansprechend. Ich war im Sommer bei einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Stadt macht Geld, wo es auch um Stadt und Land ging. Und da wurde explizit darüber gesprochen, dass auch in Berlin jetzt Immobilien angekauft werden, Bibliothek des Konservatismus. Fotografiert habe ich schon Aufmärsche, Fackelmarsch in Dresden haben Sie angesprochen. In Berlin gibt es da ja auch viel zu sehen. Mich interessieren jetzt noch andere Gelegenheiten, außer diese in den Medien ja auch reichlich gezeigten Demonstrationen. Wenn Sie noch irgendwelche Ideen haben, was es an Sichtbarkeiten gibt, wie kann man Milieus sehen, vielleicht über Sticker an Laternenpfeilern und die AfD-Parteizentrale hinaus, da wäre ich für Hinweise unglaublich dankbar. Vielen Dank. Ich wollte noch kurz etwas ansprechen, was wir ganz am Anfang touchiert haben, und das ist der Zusammenhang zwischen Antifeminismus und antidemokratischem Denken, Handeln. Es gab vor, ich glaube, 2 Jahren eine Erhebung, und ich bekomme es nicht mehr zusammen, ob es für Deutschland war oder für sogar Europa, wo Jugendliche nach, also Geschlecht getrennt, männlich-weiblich, in ihren Einstellungen dargestellt waren über eine Grafik. Und das war eklatant, wie sehr es zwischen Mädchen und Jungen auseinandergedriftet ist, was konservativ, rechtsextrem versus liberal. Also die Mädchen waren in der Tendenz deutlich liberal, progressiver eingestellt. Es gab eine ewige Distanz, die war wirklich dann fast so groß wie die Grafik selber. Und die Erklärung war aber irgendwie so ein bisschen weg. Und irgendeiner hat dann irgendwie gemeint, ja, das liegt halt daran, weil die Männer jetzt das Gefühl haben oder die Jungs das Gefühl haben, die Frauen sind jetzt nicht nur gleichgestellt, sondern es gibt eine positive Diskriminierung, und das ist natürlich totaler Kokolores. Deswegen meine Frage, also es ist die Empfindung. Genau, es ist die Empfindung. Die Realität ist eine andere. Genau, aber vielleicht ist das auch schon so ein bisschen die Beantwortung der Frage, nämlich, hätten Sie eine Erklärung? Ja. Gibt es noch weitere Punkte, Fragen, Anmerkungen? Wir haben noch eine, dann nehmen wir die noch dazu. Ja. Genau, ich hätte eine Frage zum Volksbegriff und ob man den nicht eigentlich nochmal zentraler herausstellen müsste, gerade im ostdeutschen Kontext, wo der ja nochmal eine andere Geschichte hat. Und ob das nicht auch gerade im konservativen bzw. rechtskonservativen Spektrum ein Erklärungsansatz ist für die Trennlinie, und zwar die zwischen denjenigen, die so einen eher essentialistischen Volksbegriff haben mit einer Abstammungsgemeinschaft und die sich damit noch stärker identifizieren können, und denjenigen, die das offener denken, ob das nicht eine Trennlinie ist, die man stärker herausstellen sollte, beziehungsweise die da vielleicht sinnstiftend ist. Gut, vielen Dank. Wir starten vielleicht mit Sabine Volk und wahrscheinlich besonders zur Genderfrage eben auch. Vielleicht auch noch ganz kurz einen Kommentar hier zu dem Fotoprojekt. Ich bin sehr gespannt und möchte gerne das Ergebnis sehen. Also bitte kommunizieren. Ich habe keine spontan richtig gute Eingebung, aber ich würde nochmal betonen, dass Sticker so oberflächlich das klingt, aber es sagt sehr viel aus, wenn solche Sticker irgendwo kleben und nicht abgemacht werden. Ne? Denn wenn die da kleben bleiben, heißt es, dass dass es keine Gruppierungen gibt, linke Gruppierungen, die eben auch dann abends durch die Straßen ziehen und die wieder abziehen. Und in vielen Stadtteilen gibt es das eben, und die Sticker bleiben nicht lange kleben. Das heißt, bleiben sie im Stadtbild und im Straßenbild, dann hat das auch eine Bedeutung, und ich würde sagen, ist auf jeden Fall auch ein wertvolles Fotoprojekt. Ich bin sehr gespannt auf die weiteren Ergebnisse. Und ja, danke für diese, die sogenannte Genderfrage. Also wir wissen, wir wissen über diesen starken Zusammenhang zwischen rechtsextremen Einstellungen und antifeministischen Einstellungen
Antifeminismus verstanden als die Ablehnung der Geschlechtergleichstellung, also nicht nur irgendwie was gegen Frauen, sondern Antifeminismus quasi eine größere Kategorie, ne, wo es um die Ablehnung von Gleichstellungsinitiativen gibt, emanzipatorischen Bewegungen und gleichzeitig, es geht auch um diese Behauptung patriarchaler, heteronormativer Geschlechterrollen. Und wir wissen über antifeministische Einstellungen, dass sie verschiedene andere Einstellungs-Items im rechtsextremen Spektrum eben auch verbinden. Und vorhin fiel ja mal die Frage, wer ist der AfD-Wähler? Ich würde sagen, der AfD-Wähler, der ist misogyn. Misogyn nicht im Sinne von Frauen hassen, sondern eben auch im Sinne von antifeministisch, also irgendwie der Gleichstellung von Menschen entgegengesetzt. Das ist ja auch unsere Definition, die wir in der Politikwissenschaft benutzen. Was ist eigentlich eine rechte Ideologie? Da geht es um die Ablehnung von Gleichheit oder zumindest die Überzeugung, dass Gleichheit nicht unbedingt gegeben ist und auch nicht unbedingt erstrebenswert ist. Und wenn das dann die Menschenwürde angreift, dann bezeichnen wir eine Einstellung oder eine Ideologie etc. als rechtsextrem. Wir wissen noch nicht genau, warum das jetzt bei den jungen Männern anscheinend so stark ausgeprägt ist, aber es zeigt sich nicht nur in den Einstellungsstudien, sondern eben auch, wenn wir uns jetzt aus Bewegungsperspektive anschauen, wer läuft etwa mit bei zum Beispiel den vielen Mobilisierungen gegen CSDs, die wir in Deutschland gesehen haben, dieses Jahr, im letzten Jahr, vor 2 Jahren. Das waren auch zu großen Teils junge Männer. Es scheint diese Narrative zu geben, da ist jemand, der nimmt dir etwas weg. Und ich würde eigentlich sagen, die sind genauso gelagert wie die Narrative, die behaupten, dass irgendwie neue Zugezogene, die sogenannten Ausländer, den Einheimischen was wegnehmen. Ich würde sagen, das Narrativ funktioniert genauso, dass jungen Männern und da sind wir wieder beim TikTok, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Auf TikTok gibt es extrem viel misogyne Meinungsmache, die alle erreicht, die dort unterwegs sind. Auch in anderen sozialen Medien natürlich. Und wird dann ein Narrativ gestrickt, dass einem jungen Mann irgendwie was zustünde, qua Geburt quasi, was er nicht erhält, wegen der Gleichstellungspolitik, wegen der Queers etc. Und das scheint also diese Argumentation von Deprivation, eigentlich steht dir etwas zu, aber du bekommst es doch nicht. Das scheint halt extrem viel Emotionen zu mobilisieren und extrem gut zu funktionieren. Ja, ich würde einen Satz nur zu den jungen Männern und jungen Frauen sagen wollen. Ich vermute, das, was Sie vor Augen haben, das Bild, diese Grafik, könnte sowas wie die Shell-Jugendstudie 2024 gewesen sein. Da ging es so um plurale, liberale, offene Gesellschaft versus Männlichkeit. Und das sind so die so gegeneinander laufen in dieser Grafik. Und was ich jetzt so von den Nachwahlstudien zur Bundestagswahl bislang gesehen habe, finde ich, muss man es doch ein bisschen vielleicht noch mal enger fassen. Und das wäre junge Frauen in urbanen Räumen versus junge Männer in ländlich-peripheren Regionen. Und das macht die Sache, brauche ich alles nicht wiederholen, nicht besser, aber ich glaube, da müssen wir schon noch mal genauer gucken, ob wir auch andere soziodemografische Merkmale haben, die das vielleicht noch mal ein bisschen stärker in den Blick nehmen. Bei uns, also bislang am OSI, gab es jetzt eine Jugendwahlstudie, die ist bei der Friedrich-Ebert-Stiftung erschienen vor 3-4 Wochen, wo wir auch genau das Bild bekamen. Also nicht die jungen Männer versus die jungen Frauen, sondern die jungen Männer im ländlichen Raum, im peripheren Raum versus junge Frauen in urbanen Räumen. Also da manifestierte sich der von Ihnen beschriebene krasse Gegensatz. Ostdeutsche Lebensläufe. Ja, also ich forsche auch qualitativ und die Quali-Forschung würde ja immer für sich zumindest doch in Anspruch nehmen, dass sie zumindest schon mal stärker an solchen Dingen dran ist, indem man eben sozusagen eintauchen will, auch in die Motive, in die Gründe, in das, was Menschen so von sich sagen.
ich habe da jetzt keine, also ich weiß, dass dazu Forschung stattfindet, dass mehr Forschung gemacht wird vom IFZ über das ZZF, über ganz viele Zeitzeuginnenprojekte, die versuchen, sozusagen eine Aufwertung im Sinne von Sichtbarkeit gemeint, dieser Geschichten herzustellen. Das findet auch übrigens in den Aufarbeitungsinstitutionen statt, Bundesstiftung Aufarbeitung, Stiftung Berliner Mauer, ganz viele Institutionen, die versuchen, dafür Raum zu geben und zu sagen, wir wollen mehr hören. Ich glaube auch das Haus der Geschichte jetzt mit der neuen Dauerausstellung in Bonn, also die versuchen das eben auch in Westdeutschland, zum Beispiel DDR-Biografien, ostdeutsche Lebensläufe stärker sichtbar zu machen. Also da passiert, glaube ich, ganz viel. Mein Problem ist eher, dass ich bezweifle, ob es irgendwas ändert oder hilft, in Anführungszeichen, weil die Frage, aber vielleicht habe ich die Frage falsch verstanden, aber für mich würde die Frage, klingt immer so ein bisschen nach, können wir damit was ändern? Also könnten wir es damit besser machen? Würden die Leute jetzt ganz zugespitzt dann vielleicht doch mal irgendwann auch was anderes wählen? Und ehrlicherweise, ich glaube, die Sache ist durch. Also das ist so, vielleicht so ein bisschen Wiedergutmachungslogik, dass man sich zumindest ein bisschen mehr gesehen fühlt und so, aber ich glaube nicht, dass das dazu führt, das hätte man, glaube ich, viel früher anfangen müssen, dass Menschen deshalb also Einstellungsforschung, Wahlverhalten ist ein kompliziertes Ding, dass man deshalb mal eben sagen würde, jetzt mache ich dann doch was anderes wieder oder mein Kreuz woanders. Aber ich glaube, für die Frage, die auf einer etwas übergeordneteren Ebene liegt, hat das eine große Bedeutung und das ist die Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt. Also wenn Ost und West etwas eint, dann, wenn man sich die Studien der letzten Jahre anschaut, dann, dass sich im ganzen Land Menschen viel Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt machen. Und sie machen das nicht im Lokalen, wo sie leben. Da sagen eigentlich die meisten immer noch, mit denen hier, mit den Nachbarn, das ist alles ganz gut, denen vertraue ich, sondern sie tun es auf so einer abstrakten Ebene, das Land. Also der Zusammenhalt in Deutschland. Und dafür, glaube ich, sind solche Initiativen hochwichtig, aber eben auch nicht nur in Ostdeutschland, sondern ich glaube, wir werden, wie gesagt, Zeitverzögerung, vermutlich auch eine Debatte kriegen über ArbeiterInnenbiografien aus früheren Industrieregionen, die auch von sich sagen, wir mit unseren 40 Jahre Kohlegeschichte, wir wollen auch gesehen werden. Und dann ist man vielleicht schnell bei Individualisierung der Gesellschaft und ganz anderen großen Fragen. Aber ich glaube, da auf der Ebene ist das hochrelevant. Weniger bei der Frage, ob deshalb, was ja auch schön wäre, aber ich glaube es eben nicht, dass Menschen deshalb anders wählen würden oder Ähnliches. Also aus ostdeutscher Perspektive kann ich mal ganz locker sagen, es ist völlig Schnuppe, was die jungen Leute wählen. Wenn sie sich mal angucken, wie viele Jung- und Erstwähler wir in einem Land wie Brandenburg haben, dann wird ihnen schwindelig. Wenn sie sich mal angucken, wie viele Jung- und Erstwähler wir in einem Land wie Brandenburg haben, dann wird ihnen schwindelig. Es ist völlig Schnuppe, was die wählen. Es ist völlig irrelevant. Wirklich, es ist völlig irrelevant. Was haben wir für Werte? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Wir haben bei junge Männer 18 bis 24 Jahre in Sachsen wählen so 45%. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, wie viele Wähler haben wir. Ich habe hier gerade was haben wir an 7% der Wahlberechtigten. Schauen wir uns an, was die wählen, dann ist die AfD die stärkste Partei. Wie sie das in Umfragewerten im Moment deutschlandweit ist. Sie ist in einem Land wie Brandenburg, ich habe die anderen Zahlen für die Nachbarländer jetzt nicht so gut im Kopf, sogar leicht unterdurchschnittlich von den Jung- und Erstwählern gewählt. Die Wählergruppen, die die AfD wählen, sind etwas älter. Ja, sie haben schon mal gewählt und sie sind nicht die Jung- und Erstwähler. Guckt man sich an, was die Jung- und ErstwählerInnen insgesamt wählen, dann wäre das, da sie weniger der CDU zusprechen, es wäre ein anderes Wahlergebnis und es wäre eins, das wir vielleicht mit so klassischen Begriffen progressiver nennen würden. SPD und CDU kommen weniger gut weg, Grüne und Linke immer noch. Also sie haben eine interessante Mischung. Sie haben auch einen relativ hohen Zuspruch zu so Parteien wie der Tierschutzpartei, die hier auf kommunaler Ebene wirklich eine Rolle spielen. Ich glaube, sie hat in der letzten Wahl, hast du es noch im Kopf? Sorry, ich bin so schlecht in Zahlen. Wirklich gepunktet. Ne? Das ist wirklich eine Partei. Und wenn Sie mal mit Studierenden das durchgehen, das sind eher Studierende, die sie im Wählerspektrum der Grünen oder der Partei Die Linke erwarten, bei denen wird die Tierschutzpartei immer ganz oben rangieren. Ja? So, Volt ist auch eine weitere solche Kraft, die da eine Rolle spielt und die da Wählerstimmen zieht und so weiter. Also das ist jetzt ein bisschen brutal, wenn ich das so sage, aber letztendlich in einem Land wie Brandenburg und in den ostdeutschen Bundesländern
wir können der jungen Generation jetzt auch nicht noch auf ihre Schultern, was wir eh schon die ganze Zeit auf ihre Schultern legen, die Schuld am Rechtswillen legen. Das ist eine Debatte, die mich ein bisschen stört und die ich immer wieder höre, wir müssen einfach realistisch bleiben. Das macht den Kohl nicht fett. Auch wenn es natürlich nicht egal ist, wie die jungen Leute werden. Es wird ja klar sein, dass mir das auch nicht egal ist. Ich will noch auf einen einzigen Aspekt eingehen, nämlich den der ostdeutschen Biografien oder meinetwegen auch anderer Biografien. Und das hat natürlich sehr viel mit diesem Trend zu Identitätspolitik zu tun und sehr viel mit diesem Trend zu tun, dass im Grunde genommen immer jeder zurzeit nicht gesehen sich fühlt und beleidigt ist und so weiter, was uns bei gesellschaftlichem Zusammenhalt nicht sehr, sehr viel weiterführen wird. Es ist ja schon interessant, dass dieses Narrativ dann anfängt, relevant zu werden. Und ich sage das jetzt nur mal als Frage in den Raum, in dem Moment interessant wird für Bevölkerungsgruppen in Ostdeutschland, als wir eine Bundeskanzlerin und einen Bundespräsidenten haben, die beide eine klar ostdeutsche Biografie haben. Das müssen wir schon auch mal im Kopf behalten. Also Repräsentativität, klar, das können wir natürlich statistisch messen. Aber gerade in der Zeit setzen sich diese Narrative durch. Und nicht in der wir sozusagen einen Gerhard Schröder oder dann einen Hanseaten wie Scholz haben oder jetzt einen Sauerländer wie Merz. Das ist der Zeitpunkt, wo wir diese Narrative haben. Was ich damit sagen will, Populismus heißt nicht Stimmungen aufgreifen und sich von Stimmungen treiben lassen. Populismus heißt Stimmungen erzeugen. Ja? Erzeugen, herstellen und da ist ganz viel sozusagen gegen Faktenlage, Stimmungen erzeugen und herstellen. Das ist ein ganz wichtiges Element daran. Sozusagen kontrafaktisch ein Bild zu erzeugen. Und der Populismus lebt natürlich davon, dass er uns mit Angstszenarien überhäuft. Und deswegen passt er so gut zusammen zu den Algorithmen, die sich in den letzten 10 bis 15 Jahren in der Welt der neuen sozialen Medien herausgearbeitet haben. Das klappt gut zusammen. Und das ist vielleicht was, wo wir tatsächlich als Gesellschaft überlegen müssen, wie wir das eigentlich wieder eingehegt bekommen. Ja, vielleicht als Schlusswort, um das selbst nochmal aufzugreifen. Wir haben ja tatsächlich eine Gesellschaft, in der sehr viele sich als Opfer begreifen eben und aber nicht alle, die vielleicht auch mit guten Gründen das mitunter tun, wählen rechtsextrem, wählen rechtsradikal. Und die Anerkennungskultur könnten wir fragen, ob Migrantinnen beispielsweise genug Anerkennung für ihre Lebensleistung bekommen, ob Frauen genug Anerkennung bekommen und ähnliches. Und auch diese Gruppen wählen nicht automatisch die AfD eben stark. Also es muss offensichtlich etwas ganz anderes noch dazukommen und da wird die Quote am Ende es nicht retten. Aber natürlich gibt es eine Sensibilisierung, die in meiner Wahrnehmung jetzt auch als Wissenschaftsinstitution, die sehr, sehr stark eben auch Ostdeutschland betrachtet, analysiert, ernst nimmt, eben kann man sagen, in der Wissenschaft ist die Botschaft sehr, sehr stark angekommen. Es wird sehr stark gefördert. 4 neue Professuren, die jetzt gerade angeschoben, finanziert werden. Das große Zukunftszentrum zur deutschen Einheit und europäischen Transformation in Halle, das mit 200 bis 300 Millionen gefördert werden wird. Also hier gibt es starke Bemühungen in diese Richtung, aber ich teile den pessimistischen Eindruck, das wird es am Ende nicht aufhalten eben. Wir haben etwas später angefangen und wir haben auch etwas später wieder aufgehört, weil es viele interessante Anmerkungen und Diskussionspunkte gibt. Ich danke allen dafür, dass Sie gekommen sind, für Ihre Fragen und ich danke natürlich besonders allen auf dem Podium, die trotz aller Widrigkeiten es hierher geschafft haben. Danke.